Ja, einmal mehr habe ich wieder abverloren. Irakkilon, die Hauptstadt eigentlich von Kreta. Ich bin jetzt hier ja, mehr oder weniger am Zentrum. Wenigstens in der Sommerzeit. Die alte Befestigung. Heute gehe ich von Irakkilon. So, durch bis auf Nikolaos. Das sind etwa 90 Kilometer, der höchste Punkt 400 Meter. Und ja, das Wetter ist ein bisschen instabil, aber ich hoffe, es klappt. Genau da bin ich vor 4 Tagen eigentlich angekommen. Nicht mit Festos, sondern mit Ökonos. Aber es ist ein Schwesterschiff, also sieht eigentlich genau gleich aus. Und da die Blue Horizon macht eigentlich da den gleichen Weg, nur ist die einiges älter. Ja, da wollte ich jetzt da einfach noch zeigen, weil von Athen hierhin habe ich kein Video gemacht, weil ich den Weg dokumentieren um dem Velo und ja, nicht da, wo ich da fahre, oder Flugzeug oder was auch immer. Gut, also jetzt geht es endgültig auf die Piste Richtung Nikolaos. Ja, ich habe mich jetzt hier gekämpft und im Moment bin ich da. Ich sehe hier auf die Beine an der Küste bin ich nicht gewesen. Ich habe mich da immer ein bisschen nur im Landesinneren aufgehalten. Nachher gehe ich hier runter. Und dann mache ich hier den Bogen auf den Nikolaos. Und ich dann hier übernachte für etwa eine Nacht. Ja, jetzt bin ich kurz am Ziel. Ich bin schon ein paar runtergefahren. Und da unten sind so einzelne Dörfer. Im Moment keine Ahnung, wie die heißen. Aber ja, coole Sache. Kann ich da noch zeigen. Ganz eine kleine Ansiedlung. Das ist aber noch nicht das Endziel. Da geht es in etwa 2 Minuten, 2 Kilometer. Wow, viel Platz hat es auch nicht mehr. Ja, also eben wieder Nikolaos verlassen. Ein sehr schönes, kleines Städtchen, aber ja, nicht wirklich besonders außer Beaches. Gut, ich bin da, Nikolaos, gehe da die Küste durch ab, nehme dann da nicht die Autobahn, trotzdem dass es so eingezeichnet ist, nach Sita. Das geht etwa 4,5 Stunden. Der höchste Punkt ist 450 Meter hoch. Aber ja, das sollte ich eigentlich schaffen. Ich hoffe, dass ich so auf die 2 oder 3 dann bei Sita ankomme. Und dort bleibe ich mal Minimum für 2 Tage. Ja, dort ist nachher der Ausgangspunkt für die Beine oben dran, was super schön ist. Fan heisst die, glaube ich. Und ja, jetzt gehe ich von da nach da, Richtung Osten zu. Dort hinten habe ich übernachtet. Ich bin dann nachher hier durch. Und ja, jetzt quäle ich mich da oben der Ruhe.
beobachtet. Bin dann da so rundherum. Und gehe dann da weiter. Es ist kühl geworden. Kappen und Händchen müssen anlegen. Vor allem die Abfahrten, die sind recht heftig. Aber da unten ist da die berühmte Beach, wo man dann von die zwei Dörfern da und da kann runterfahren. Sonst hat man da keinen Zugang, außer vom Meer her. Ja, oh, jetzt kommt da der Ladenbetreiber wieder. Keine Ahnung, was der verkauft. Der verfolgt mich schon die ganze Zeit. Ja, da unten ist Sitja. Dort gehe ich. Da ist die neue Autobahn. Ich weiss zwar nicht wieso, weil es geht nachher ins Gebirge rein, das sehr kurvenreich ist. So, jetzt gehe ich zum ersten Mal im Leben mit dem Velo auf die Autobahn. Anscheinend darf ich das da. Oh, bin gestern seit Jahr angekommen. Von Nikolaus aus. Und heute mache ich mich da auf den Weg. Oder respektive schon da bei der Wye Beach, wo da unten ist. Natürlich wie immer, wenn ich auftauche, menschenleer. Irgendwie verscheue ich da die Leute. Ich schaue mich da ein bisschen umschauen. Vielleicht gehe ich auch noch zu Itionos suchen. Da weiss ich aber noch nicht. Je nach Wetter, es ist ein bisschen instabil. Und dann gehe ich da wieder retour. Da werde ich etwa 3 bis 4 Nächte bleiben. Vielleicht schaue ich auch noch da weitere Sachen da unten anschauen. Und das Sitja nutze ich. Die ganze Beach für mich allein. Nachteil ist, es kommt kein Kaffee über, kein Essen, kein Trinken. Überhaupt nichts. Dafür einfach meine Ruhe. Ich habe wieder eine Ortschaft verloren. Sitja. Ich gehe jetzt Richtung Zakros, 35 Kilometer. Ich habe mich jetzt hier in dem wunderschönen Städtchen, in dem Hotel dort in Élysée aufgehalten, die letzten 4 Nächte. Weihnachtszeit eigentlich schön gewesen, aber das Meer hat tun, sehr heftigen Sturm, zum Teil Regen. Also ja, wir konnten fast nicht raus, da hat es fast davon geluftet. Ja, das ist jetzt die Landschaft, die sich hier präsentiert. Moos-Teil von der Insel Kreta am 25. Dezember 2017. Genau. Wow. Die ganze Zeit so Kurve hin und her. Ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Herrlich. Und jetzt geht es hier durch. Jetzt habe ich gleich den höchsten Punkt erreicht. Die 270 Meter. Das fehlt mir noch 65, wenn ich richtig zählen kann. Und ja, bin da noch schuldig. Heute Morgen hier runtergefahren, wieder durch. Bin dann hier rüber. Und jetzt im Moment bin ich da an dieser Kreuzung zu. Azoque Ramos.
nie so etwas. Und ich gehe hier runter. Wenn es mir noch lange geht, gehe ich dann heute noch Beach oder wieder retour die Unterkunft. Aber da muss ich mich fortsuchen. Ja, ich bin jetzt am Tagesziel angekommen. Sakros. Jetzt gehe ich die Unterkunft suchen und mich einrichten. Ich schnappe ich mir nachher noch das Velo und die neue Umgebung anschauen. Es hat da noch eine Schlucht, die man anschauen kann, was sehr interessant sollte sein. Das Gorge. Ja, da hinten durch führt ein Wanderweg, den ich jetzt nicht mache. Ich schaue das nur schnell von oben an und ja, ich gehe jetzt noch weiter dahinter. Ja, da ist die Exit-Tafel. Ich habe es jetzt einfach verkehrt gemacht. Und da wäre natürlich respektive der Einstieg oder der Ausstieg von dieser Gorge. Die kannst du rundherum laufen. Ja, nach der Übernachtung in Sakros tue ich jetzt weiterfahren Richtung da durch. Aber der Reihe noch, ich bin jetzt hier, Sakros, Dorf eigentlich. Ich fahre jetzt hier runter, hier rüber und dann hier durch Richtung Iolena, wenn es mir recht ist. Ja, das beste Wetter. Und ja, also beste Bedingungen, um hier ein bisschen umeinander zu fahren. Zwischendrin habe ich hier ein bisschen Naturstraßen, sollte aber gut sein. Und super Aussicht. Also die Tagestour ist etwa 88 km und geht bis auf 720 Meter über Meerruhe. Ich rechne etwa mit 7 Stunden, bis ich dort bin. Und dann, ja, gut, schauen wir mal, was passiert. Ich melde mich wieder. Ja, da muss ich glaube nichts dazu sagen. Da hinten bin ich gekommen. Da die Straße. Da durch. Und das Beste ist, ich habe schon ein Drittel. Ich bin schon auf 250 Meter oben. Also ein bisschen mehr wie ein Drittel. Und da geht es dann weiter. Da sieht man die Straßen, die da hochgehen. Aber das Schöne ist, es geht noch einmal hoch und einmal runter. Gestern ist es 3-mal gegangen und das ist dann auch ein bisschen extrem. Gut, also Weg da durch, über den Pass. Ja, den Pass, den habe ich jetzt gemacht. Jetzt geht es eigentlich nur noch ab die Gegend. Sieht so aus. Dort in die flache Ebene gehe ich und dann geht es wieder Richtung Meer runter. Ja, das ist der Plan. Absolut geniale Strecke gewesen, super Wetter, kein Verkehr. Einfach genau so, wie man das vorstellt. Ich habe jetzt die Südküste von der Insel Kreta erreicht. Ich kämpfe mich jetzt hier führen, ja, zu der nächsten Destination. Und genau, das Wetter spielt mit. Immer noch. Auf dem Pass oben war es recht kalt. Ich musste Kappe, Händchen und Trägerschutz anlegen und habe immer noch gefroren. Es hat mächtig geblasen. Aber jetzt habe ich noch die Händchen an, aber das ist mir auch ein bisschen der Unfallschutz. Und ja, jetzt genieße ich den Weg führen. Und ich denke, in einer Stunde sollte ich am nächsten Ziel sein. Ja, das heutige Tagesziel, Lehrer Petra, genau, habe ich jetzt erreicht. Jetzt noch der letzte Teil, da so führen gefahren. Und da tue ich mich einquartieren. Das ist eigentlich das da vorne.
Und da ist der Strand. Meine Stimme macht da nicht mehr mit. Aber nach 6,5 Stunden 80 Kilometer bin ich mal bei Fieri angekommen. Ich muss sagen, es war eine super schöne Tour. Jetzt die Strecke hier, die letzte dafür, war ein bisschen mühsam. Aber es hat keinen grossen Verkehr gehabt, also darum ist es gegangen. Gut, also ich tue mich hier einkartieren, melde mich wieder, wenn ich auf der Piste bin. Heute Morgen wieder Iera Petra verlassen. Ich war dort 3 Nächte. Schönes Städtchen, empfehlenswert, um da mal noch 1-2 Tage Minimum dort zu verbringen. Das Wetter macht jetzt leider zu. Ab und zu kommt da mal noch in die Sonne führen. Darum tue ich jetzt hier gerade noch ein bisschen filmen. Genau. Da bin ich weg heute Morgen. Liebe Petra. Bin da durch, eigentlich im starken Regen und Wind. Und jetzt bin ich etwa da. Und ich sehe jetzt hier oben auf die Bucht. Da. Mein Ziel ist Castelli, wenn ich nicht alles täuscht. Und da ist jetzt wieder in der Nähe von Iraklion. Ich mache jetzt hier eine Art 8. Dann ich jetzt hier wieder am Norden von der Insel, die Westinsel machen. Ist der eine Grund, unter anderem ist der Silvester dort, müsste ja anscheinend noch recht gut sein. Aber zuerst muss ich hier hoch. Und ja, wenn das Wetter mitspielt, dann wird das noch eine schöne Fahrt. Gut, ich melde mich wieder, sobald etwas Gescheites daherkommt. Ja, jetzt bin ich ein paar Meter vom Pass, respektive, die kennen hier kein Pass, aber ich war am höchsten Punkt von dieser Strecke. Und das ist jetzt da die regnerische Aussicht. Der Regen war ja ein stetiger Begleiter. Und ja, aber gegen das kann man sich ja anlegen. Das ist kein Problem, auch gegen Kälte. Also ja, der Wind war dann eher ein Problem gewesen. Vor allem unten an der Küste zu hat recht heftig von vorne links geblasen. Aber das ist jetzt hier eigentlich ja, Kindergarten, das ist da nicht. Gut, von jetzt an jetzt immer mehr oder weniger Absi gehen und ja, recht noch etwa 3 Stunden bis zur Unterkunft. Ja, von da oben bin ich gekommen. Hier runter gehe ich. Da ist irgendwie die Hauptstraße, da die alte Straße. Rechts davon ein Dörfli und links davon ja, Natur pur. Zwischendrin auf den Hügeln völlig verbaut. Gut, ich gehe die Hauptstraße weiter da ab. Ich kann es kaum glauben, aber da bin ich immer noch über 600 Meter oben. Und genau, das Blaue hier, das freut mich ungemein. Endlich über die Bergkette nie und das Wetter sieht wieder ein bisschen anders aus. Aber Regenschutz lasse ich gleich an, weil jetzt geht es ab und es ist einfach kalt und macht keinen Sinn, um da jetzt den Herd rauszuhängen, weil irgendwann rächt sich das wieder. Gut, also ich gehe genau das Loch durch ab. Genau, berätst. Ja, einmal mehr, ja, gehört dazu. Gut, ich tue meine Körbchen weiter drehen.
künstlerische Betätigung. Da ist irgendwie so ein Plateau da unten, aber nicht das Hochplateau, sondern irgendwie da ist ein tieferes gelegenes. Das Hochplateau ist da oben, aber das ist schneebedeckt. Da kann man eigentlich im Sommer besichtigen. Jetzt ist eigentlich noch eine schlechte Zeit für das. Gut, ich mache jetzt meine Abfahrt. Das wird noch ein Zeitchen gehen bei dieser Straße. Vor etwa 10 Minuten habe ich Castelli verloren. Richtung Iraklion. Das sind 32 Kilometer. Also nichts Heftiges. Aber dass heute ja der 31. Dezember ist, also der letzte Tag im Jahr, und heute Abend will ich auch noch etwas sehen, habe ich eine kurze Route gewählt, respektive eine kurze Streckendistanz. Und ja, es geht etwa Maximum auf 300 Meter hoch. Und ja, eigentlich eine recht leichte Sache. Zwischendrin habe ich noch die Ausgrabungsstätte Knossos. Und, aber ich kann die nicht anschauen. Also, der Weg ist das Ziel. Es geht Richtung Norden, Iraklion. Da vorne sehen wir jetzt wieder die Nordküste. Jetzt nach 1,25 Stunden nach Verlassen von Castelli habe ich jetzt wieder die Sicht auf die Nordküste erreicht. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich etwa 1,5 Stunden brauche bis dort hin. Weil ja, zwischendrin gibt es noch ein paar Sachen, die ich da gerne stoppen, dokumentieren. Super Gegend. Mirita ist irgendwie der höchste Punkt hier in dieser Gegend. Jetzt von weitem her gesehen, die Häuser. Ja, ich bin gespannt, was der Tag jetzt noch bringt. Also, richtig mehr. Gut, ich bin auch noch schuldig auf der Route, die ich heute mache. Ich bin hier gestartet. Ich bin dann hier auf Mirta. Da am höchsten Punkt, wo ich war, da gehe ich auf Knossos. Und dann nach einem Schluss ist dann Iraklion. 32 Kilometer, höchster Punkt 320 Meter. So, da habe ich jetzt irgendwie so eine Schlucht vor mir. Ich weiß nicht, ob man das da sieht, da hinten. Sehr wahrscheinlich geht man da hinführen, Richtung Meer zu. Absolute geniale Gegend, also sehr, sehr empfehlenswert. Kreta, Sommer wie Winter, also eher Winter, dann keine Touristen. Ha. Gut. Keine Ahnung, was das ist, aber ich nehme an, das ist von mir nochmal für Wassertransport gewesen. Der Konos. Ja, das ist jetzt hier die Brücke. Nebenzu ist wieder die Hauptstraße. Also der Verkehr wird wieder zunehmen. Bis jetzt bin ich mehr oder weniger einsam gewesen. Ja, das sind die Wetteraussichten im zweiten Teil von der Kreta Rundfahrt. Es ist regnerisch. Ich gehe jetzt Richtung Redmo. Keine Ahnung, ob ich jetzt das richtig aussage. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage hier verbracht in Iraklion. Eigentlich über Neujahr. Weihnachten habe ich dieses Jahr verbracht. Und jetzt gehe ich Richtung Osten und tue den Teil dort anschauen. Also, es geht in diese Richtung. Ja, das ist Iraklion. Da habe ich vor
1 Stunde 20 Minuten verlassen. Da bin ich jetzt da ein bisschen, da so rundherum. Da die Hügel ruhen. Und so geht es weiter. Ich bin ja noch ein bisschen Rechenschaft schuldig, wenn ich das mache heute. Ich habe hier angefangen, bin hier vorgegangen, nicht die Autobahn, sondern die Altstraße. Im Moment bin ich etwa da und schaue hier auf 4 Kilo runter. Ich gehe jetzt hier über alles der alten Straße noch. Der höchste Punkt ist 475 Meter. Danach hat es 2 Steigungen, nachher noch über von 80 bis 100 Meter. Und dann geht es eigentlich stetig eben auf Retymno, keine Ahnung wie man das sagt. Und dort werde ich dann ja, mein nächstes Quartier aufschlagen. Unterdessen hat es wieder angefangen zu regnen. Zwischendrin war es wirklich gut gewesen. Aber ja, auch das kann man machen mit dem Velo. Muss ja nicht schön Wetter sein. Ja, auch die haben nicht gern Regen. Die stehen so ziemlich alle im Schermen. Es sind ein paar hundert Schafsböcke da oben, die da ja, ein bisschen den Schutz suchen. Die Gegend ist wunderbar. Das Wetter könnte besser sein. Ja, 475 Meter habe ich geschafft. Jetzt kommt die Abfahrt. Ich kann kaum glauben, aber ich bin auf der Hauptstraße von den 2 grössten Städten auf den Nordseite. Kein Auto, keine Menschen, nur Hunde, die mich anbellen. Einfach verlassen. Oh, der Regen hat aufgehört. Dafür hat der Wind angefangen. Der Wind hat jetzt ein bisschen zugenommen, aber es ist gleich sehr imposant, wie da das Meer aufgewühlt wird und das Schilf nebenzu sich da im Wind bewegt, keine Ahnung mehr. Ja, aber die Sonne ist vorgekommen. Und ja, das ist wenigstens etwas Positives. Ich habe jetzt wieder ein weiteres Städtchen verlassen, Retymno. Das ist das Wahrzeichen von Retymno. Da die venezianische Befestigungsanlage aus dem 16. Jahrhundert. Ja, es war absolut genial gewesen. Auch die Stadt sehr empfehlenswert. Aber gut. Meine Tour ist von da. Dann gehe ich da hoch. Das ist eigentlich die alte Nationalstraße. Dann geht es da so weiter auf Hania. Eigentlich könnte ich auch hier durch, aber es ist eigentlich stinklangweilig, autobahnmäßig geradeaus und da geht es bis auf 480 Meter hoch. Es ist zwar ein bisschen mühsam, aber dafür erlebe ich etwas und um das geht es ja eigentlich auf dieser Reise. Gut, also von dieser Seite her bin ich von Iraklion gekommen und gehe jetzt hier rüber. Neben dem Chemie sieht man die weißen Berge, die wird ja eigentlich noch ein paar Mal gesehen bekommen. Gut, also ich mache mich auf den Weg.
Ich habe mich jetzt hier oben gewählt, bei 250 Meter. Das wir nachher nicht wieder vernichten, aber das ist ja egal. Aber wenn wir mit so Aussicht umeinander fahren, dann ist das viel mehr wert wie die flache Strecke abradeln. Also ich gehe der Sonne entgegen. Ja, im Moment bin ich vom letzten Hoger, wo es auf 460 Meter geht. Mein stetiger Begleiter ist einmal die Sonne und der Berg da hinten. Und die Straßen, die sind quasi menschenleer, respektive autoleer. Gut, ich bin im Moment irgendwo da. Mache hier den Pass so durch und gehe dann auf Chania rein. Auf dem sieht das dann eigentlich so aus. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Im Moment bin ich da und das Ziel ist da. Und ja, jetzt geht es ein Zeitchen neben der Hauptstraße entlang und dann geht es den Pass da hoch. Und dann wieder runter auf Xania. Und hier im Kuchen, etwa da innen, habe ich dann meine nächste Unterkunft. Ich darf mir vorstellen, Xania. Da ist der Hafen und da ist die Stadt. Und zwischendrin ist die Landzunge. Wenn man es hier sieht, ist das der Hafen, die Stadt. Und da, ja, sagen wir mal, die Halbinsel, nicht lang die Zunge. Und in dem Fall müsste ich da sein bei Malaxa, an dieser Kreuzung hier. Oh, ich sehe jetzt hier runter. Gut, es sind noch 12 Kilometer bis zu Chania. Ja, und so wie es aussieht, geht das noch einmal ab. Gibt da ein bisschen Anlauf, dann komme ich direkt ans Ziel. Jetzt so eben Xania verloren, oder Chania, wie man es auch sagt, Richtung Kisamos. Ja, und zurzeit bin ich da der Halbinsel, genauer gesagt irgendwie zwischendrin, zwischen Chania und Kisamos. Eigentlich bin ich genau da. – 40 Kilometer, die ich mache. Der höchste Punkt ist normalerweise 115, aber da weiss ich nicht, wie er ist. Aber ich nehme jetzt mal an, der wird nicht so hoch sein. Jetzt so ein bisschen hochgeschaut, da wäre höchstens 100 Meter, die ich da muss suchen muss. Auf
dieser Halbinsel oben. Auf einem Weg, wo es auf der Karte da gar nicht gibt. Dafür auf dem Navi. Ja. Und darum bin ich da ja, ziemlich einsam. Abgesehen mal von den landwirtschaftlichen Betrieb oder ein bisschen umeinander. Oder wo arbeitet, hart arbeitet. Ja, von da bin ich auch. Da aber geht es dann richtig Kissamos. Genau. Und da ist jetzt auch wieder so eine Landzunge oder eine Halbinsel. Genau, immer da hin. Wenn mich nicht alles täuscht, tue ich mich dort Minimum nächste 2 Nächte einquartieren. Ich bin jetzt hier am Hafen von Kissamos. Jetzt sogar vorne vor 10 Minuten da von der Stadt weggefahren. Mein Ziel ist genau da. Die Beach. Palos Beach. Im Moment bin ich da beim Hafen. Ja, da oben. Und fahre jetzt da so durch. Es wird mir etwa 3/4 Stunde in Anspruch nehmen. Also nichts Weltbewegendes und die Steigung 215 Meter, der höchste Punkt. So, da wäre jetzt eben der Jö-Effekt. Gut, ich gehe jetzt weiter. Ich will jetzt hier die nicht unnötig stören. Und sogar der Wind kommt von hinten. Also kann ich hier schön treiben lassen. Es geht drauf, ob sie, aber man fast nichts angehen. Ja, Mission halb erfolgreich abgeschlossen. Also mit dem Velo bin ich dort gewesen, so weit man kann gehen. Aber dort hat es so gestürmt, dann ja, ich wieder umgekehrt bin, hat es so richtig wehgetan im Gesicht, völlig ungeschützt. Ja, ihr seht so jetzt da, das Wetter hat zugemacht. Also ich mache mich jetzt wieder auf den Weg Richtung da hin. Ich muss jetzt zeigen, wie man es nicht mehr sieht. Aber der Weg da hinten ja, sicher wert. Ich habe eben Kissamos verlassen, in Richtung Palecaoero. Ja, genau. Es tönt ein bisschen komisch. Das Wetter, wie ihr seht, macht nicht so mit. Ich muss jetzt hier über die Bergkette über, der höchste Punkt ist knapp 600 Meter. Der Wind kommt von hinten und der Regen setzt erst gegen den Abend zu, also sollte eigentlich gehen. Ich bin im Moment da. Übernachtet habe ich da. Ich gehe jetzt hier so runter, über und dann so Richtung Paleochora. Und dort werde ich dann auch wieder ein paar Tage verbleiben. Leider ist das Wetter auch nicht so stabil dort, aber bin nicht unter Zeitdruck, ich habe mehr wie genug Zeit, also ich tue den Winter da vertreiben. Nicht vertreiben, sondern verbringen. Letzter Blick zurück, Kissamos. Da unten in diesem Kuchen habe ich übernachtet. So gegangen. Also, viel weiter bin ich noch nicht gekommen. Aber im Moment
Eine schöne Aussicht. Nee. Gut, von oben bin ich gekommen. Schnell da und ja, da durchgegangen Richtung Meer. Und das ist jetzt da die Aussicht, die ich da habe. Eigentlich die Beach, die ich da habe. Jetzt gehe ich dann nachher nicht da oben und dann runter. Gut, der Weg ist das Ziel. So richtig schön hier im Regen hineinfahren. In dieser Landschaft. Die Sonne scheint, überall mal wieder ein bisschen Regenbogen. Ein bisschen Wind. Aber herrlich. Ja, man kann es so richtig geniessen, wunderbar. Ja, die Gäste hier. Der Paleo Chura angekommen. Und heute, genau, das ist da die berühmte Elafonissos oder Phonissi, je nachdem auf einer Karte oder wo dran man schaut, heisst da die berühmte Beach, wo man da eigentlich bis da raus brauchen kann. Die Anfahrt ist ein bisschen kompliziert, entweder über die Hügel oder natürlich über das Meer. Berühmt ist da eigentlich, wie ihr es seht, für das tiefblaue Wasser. Aber im Moment hat es 17 Grad. Ziemlich erfrischend, sage ich jetzt einmal. Ich gehe jetzt da nicht ich bin jetzt die ganze Zeit so Weg unterwegs, Küsten entlang. Da hätte ich jetzt etwa 2 Stunden gebraucht. Gut, unterdessen habe ich ziemlich viel gestoppt und geschaut und gemacht. So in einer Stunde wäre man eigentlich da. Aber jetzt hört der Weg auf und jetzt gibt es dann einen Trampelpfad. Tagesziel, der Tagesausflug. Da wäre eben da die Beach da. Elafonissos. Und ich bin etwa da. Da wird die Karte, wo da der Weg eingezeichnet ist, aber das ist die einzige Karte. Alle Karten haben den Weg da nicht. Und ich gehe jetzt da wieder retour. Gut, mit diesen Bildern gebe ich zurück. So. Jetzt geht es wieder auf den Highway. Gut, wir gehen Piste. Und genau. So sieht die aus. Also nicht gerade besonders attraktiv. Aber ich steige jetzt gleich wieder ab. Dann geht es eigentlich gut. Ich bin gleich schnell. Mit Laufen bringe ich auch die 5 Kilometer pro Stunde hin. Und mit Fahren bin ich nicht viel schneller. Oh, ich nehme jetzt mal an, der Bildstabilisator wird jetzt voll am Anschlag sein. Sie ist ziemlich holprig, hat zwar die Federung drin, aber ja. Da sind Gewächshäuser da vorne, wo es Salat etc. abpflanzen. Die ganze Küste ist eigentlich ein bisschen besät mit diesen Dingen. Ist eigentlich schade, das verschandelt die Natur recht massiv. Aber ja, immer auch etwas essen. Gut, mit dem gebe ich oder höre ich auf. Es ist extrem mühsam fahren und reden und schauen, dass man nicht auf die Schnurren fliegt. Gut, also ich mache für heute Schluss. Ich habe vor wenigen Minuten Paleo Chura verloren. Wieder 3 Tage war super schön. Der erste Tag, als ich da war, war strahlendes Wetter. Den habe ich genutzt, den Ausflug zu der Elafonissos Beach.
nicht ganz dahin. Und den zweiten Tag bin ich auf die andere Seite Richtung Osten der Küste noch entlang spaziert. Ja. Und jetzt geht es Richtung Sanja. Aber dazu später mehr. Gut, also. Ich melde mich wieder, wenn es interessant wird. Sehr wahrscheinlich ist der letzte Blick auf Paleo Chora. Jetzt hier unten nur. Und gehe jetzt hier Richtung Sonne. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Stunden die Sonne. Die Wetterprognosen sagen etwas anderes. Gut, also ich bin jetzt von hier abgefahren. Ich gehe jetzt hier hoch. Hier über den Pass hier, eigentlich zweimal, einmal, zweimal. Und dann geht es auf Chania über. Ja, Alternativroute wäre jetzt noch die Hauptstraße gewesen, wo man da jetzt nicht so gut sieht, aber die führt da so durch. Aber gehe lieber neben die Straße, weniger Verkehr und weniger Scherben auf der Seite und Dreck. Gut. Ja, ich kann mich duschen. Alejandra. Ist nicht das letzte Mal, als ich es gesehen habe. Es ist genau da. Das Seitental da hochgegangen. Und ja, jetzt bin ich am obersten Punkt angelangt vom ersten Pass. Es geht dann etwa 300 Meter runter und dann etwa wieder 400 Meter Ruhe. Und dann kann ich runtergleiten auf Xania. Ja, das ist der Plan. Dadurch geht es Richtung Xania. Und wenn mich alles täuscht, gehe ich dort hin, wo die Windräder sind. Auf den Karten oben sind die angedeutet. Und ja, jetzt gehe ich da gegen die Bergsteuerzone zu. 850 Meter ist es dort oben. Wird sehr wahrscheinlich die höchste Tour sein. Über den Pass da bin ich gekommen, habe mich hier runtergekämpft. Hinten durch. Und jetzt geht es hier dann Richtung Windräder. Aber was ich eigentlich noch vergessen habe, ist, wieso gehe ich von Chrisamos hier runter und dann geht wieder da hoch und nicht einfach so durch. Ganz einfach. Wenn man hier die Zahlen anschaut, 2135 zum Beispiel, also das ist weiss. Der ganze Samaria Nationalpark ist eigentlich gesperrt. Unten durch fahren nur vereinzelte Schiffe, aber nur bis dahin und nicht mehr weiter. Nützt mir eigentlich auch nichts. Und heute Morgen war ein bisschen Sturm. Ich glaube, die sind heute gar nicht gefahren und morgen werden sie alle gar nicht fahren. Darum mache ich hier einen kleinen Umweg, Chania und wieder runter zu der Südküste. Ja, ist eigentlich schade, aber es geht durch die Jahreszeit. Ist jetzt das einfach so und ich habe das vorher nicht gewusst. Ich habe das auch noch mal abgeklärt vor Ort und die haben gesagt, not possible. Also nicht möglich, Schifffahrt über auf die andere Seite vom Nationalpark. Starker Wind, fährt kein Schiff. Ja, ich bin jetzt so fast auf dem Gipfel oben. Da, dann bin ich auf 846 Meter Höhe über Meer. Und das Gesamte bin jetzt 1399, also fast 1400 Meter. Höhenmeter habe ich jetzt hier heute gemacht. Und das innerhalb von 4 Stunden, 15 Minuten, knapp 40 Kilometer. Und jetzt ist 12:30.
Im Moment 846 Meter über Meer. Das Wetter macht gegen Süden zu. Das ist hingegen wieder gleich. Aber im Norden sieht es eigentlich ja, mehr oder weniger gut aus. Gut. Ich nehme mal an, ich wäre jetzt noch ein bisschen verregnet. Darum kann es sein, dass ich hier Schluss machen. Vielleicht melde ich mich noch mal kurz vor Kania. Aber mal schauen, wie das Wetter spielt. Gut, also der Weg ist da durch. Und da wäre jetzt oben das Panorama. Im Hintergrund ganz tief hinten dran. Sieht man das Meer und ein bisschen Sonne und da ist noch ein Regenbogen, der hier kommt. Gut, und eben die Straße, die man hier sieht. Und da hinten. Und die Schlucht führen, sehr wahrscheinlich. Ja, das ist mein Weg. Wunderschöne Abfahrt hier. Schöne Kurve, sieht sie da. Ganz weiter hinten. So richtig zum Geniessen. Tut gut nach 4 Stunden. Gut kämpfen auf 880 Meter, keine Ahnung wie. Die Abfahrt geniessen, das ist eine Wohltat. Ja, mit dem Ausblick tue ich mich wieder von der Nordküste Xania verabschieden. Ich hatte hier 2 erholsame Nächte gehabt, respektive einen erholsamen Tag, wo ich eigentlich nichts gemacht habe. Und jetzt geht es dort Pass der Ruhe. Nicht auf die Schneegrenze nur. Ich hoffe, sie hört vorne auf. Ja. Aber es ist eine Hauptstraße, also da ist sogar der Bus, der da drauf fährt, wenn da irgendetwas ist. Oder respektive, wenn Bus fahren, dann ist es schneefrei. So. Ja, ich glaube fast, die Berge, die werden mich ein bisschen verfolgen. Einmal von dieser Seite, also von Norden her. Der Schluss von der Tour, natürlich von der südlichen Seite her. Gut, die Sonne habe ich jetzt leider immer im Gesicht drin. Es macht zwar warm, aber ja, die Augen ist nicht so optimal. Aber wenn die Sicht so ist, dann nehme ich das gerne in Kauf. Mit diesen Aussichten hier auch noch ein bisschen den Routenverlauf von heute zeigen. Auf der Karte sieht das eigentlich so aus. Ich bin hier in Xania gestartet, bin hier so durch. Im Moment bin ich da, gehe hier so weg und dann finde ich auf Chua Faction. Schwieriger Name die ganze Zeit. Und auf dem App sieht das so aus. Da bin ich im Moment bei dem Kreis. Hoffe, man sieht es. Und schaffe mich dann hier runter an die Südküste von der Insel. Und auch im kleinen Format sieht das so aus. Zack, runter. Ja, und wenn man die ganze Insel hier sieht, dann ist das so. Gut, also mit diesen Informationen mache ich hier wieder Verschluss. Gut, ich habe jetzt etwa die Hälfte und da hinter mir, wenn es nicht alles täuscht, ja, könnte auch noch kommen. Sieht man noch mal das Meer von der Nordküste. Da geht es der Sonne entgegen. Und ja, das habe ich jetzt bis jetzt geschafft. Haben wir jetzt so gut gekämpft.
Und da gekommen. Ich bin jetzt 3 Stunden unterwegs, 37 Kilometer und jetzt ist es etwa 11:30. Und mit 441 Meter über Meer habe ich schon über die Hälfte. Es ist mühsam, aber echt cool. In dieser schönen Kulisse hier umeinander fahren macht Spass. Und vor allem, ihr seht es, kein Auto. Ja, dort vorne, dort geht die Passstrasse durch. Wow, jetzt kommt ein Auto. Ja, das nehme ich jetzt hier mit. Und das Zeug dann nicht ganz allein bin. Okay, die Welt ist noch nicht untergegangen. Dann fahre ich doch weiter. Ja, da will ich auch noch zeigen. Hier hinten ist Chania. Auf der anderen Seite von dieser Halbinsel ist der Hafen. Und ich bin jetzt hier so durchgefahren. Da oben. Ja. Und fahre noch. Weiter ruhen. Jetzt habe ich 614 auf 825. Geht's? Also habe ich noch 210, 211 Meter vor mir. Ja, den Pass habe ich noch nicht erreicht. Da gibt es jetzt etwa 50 Meter, wo ich wieder Höhe vernichten kann. Dann geht es wieder runter. Aber es ist eine willkommene Abwechslung. Mal ein bisschen anders. Ja. Oh, Schnee. Cool. Endlich auf dem Pass oben. 825 Meter. Ja, was ich da noch sagen will, ich bin jetzt hier an dieser Abzweigung. Das ist hier hinten. Und ich gehe jetzt hier die Imbrosstrasse, Passstrasse durch ab. Nebenzu da, das ist Gorge. Aber man kann sie zwar machen, aber im Moment sehr gefährlich. Sie raten eigentlich davon ab. Aber ich tue mal unten mich da mal noch schlau fragen, was ich dann am Abend könnte machen. Gut, also das nächste Ding ist da die Imbros-Gorge, die ich da dann auf der Seite noch aufnehme. Gut. Und der Weg geht hier runter und da werde ich übernachten. Choras Fachion. Ja, der Eingang zu dieser Gorge, Schlucht. Auf Deutsch habe ich gefunden. Es ist hier in einem einsamen Dorf. Ja, aber ich kann jetzt leider nicht runterlaufen, sonst bleibt das Velo hier oben. Und dann wollte ich nicht allein lassen und dann wieder da hochkommen. Ah, ist ein bisschen ein Problem. Aber ja, ich habe eigentlich auch schon genug Schluchten gesehen, von dem her, wenn ich die verpasse. Nicht so schlimm. Erst jetzt hier die Imbros-Schlucht. Da ist noch echt eindrücklich. Und ja, für den Sommer. Es hat Bäume drin, es gibt Schatten. Von dem her familientauglich. Da geht eigentlich bis dort hoch. Ich habe jetzt eigentlich nicht viele Kilometer gemacht, bin ein paar Meter mal wieder
gestanden, umeinander geschaut. Aber da sieht man am meisten. Da kann man sich etwas vorstellen, was das ist. Gut, die Gatsch ist abgefahren. Jetzt geht die Abfahrt und wow! Absolut. Da unten, wenn es mich nicht täuscht, tue ich hier übernachten. Genieße noch die Aussicht. Wunderbar. Und dann kommt die Abfahrt. Super, freue mich drauf. Ja, ich habe wieder Gora das Faction verloren. Faktion verloren. Ich mache mich jetzt hier auf den Weg auf Galini, Agia Galini. Das heisst eigentlich, ich gehe jetzt von da, von Gora, das Faktion, der Hauptstraße entlang, dann hier oben durch. Und irgendwo da in diesem Gebiet ist dann meine nächste Unterkunft. Es geht 81 Kilometer und der höchste Punkt ist etwa um die 490 Meter über Meer. Ist ein bisschen hügelig anscheinend, eine leichte Steigung, also nichts Weltbewegendes. Ich hoffe, dass ich dann auf die 3 dort bin, dann ich noch etwas von Galini anschauen kann. Das Wetter macht eigentlich auch mit. Da fahre ich einfach ein bisschen dunstig, aber spielt keine Rolle. Es wird dann schon nicht so heiß. Gut, ich mache mich auf den Weg auf Galini, Agia Galini. Da kann ich einmal mehr Seiten da oben liegen. Wie immer, schon seit Monaten. Olivenbäume links und rechts. Es ist ein schönes Fahren, immer ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Der Wind hat jetzt zwar ein bisschen zugenommen, aber der stört auch nicht groß. Und ja, überall wieder so kleine Kapellen. Ja, schön angenehm zu fahren, autofrei, da kommt eigentlich da überhaupt nichts. Okay, das nennt man jetzt irgendwie eine kleine Schlucht. Plakias, da hätte ich jetzt auch als Alternative gesehen, aber das gehe ich jetzt nicht, den Weg weiter. Der ist kaputt. Aber ja, wie gesagt, definitiv. Ich muss da durch, also gehe ich. Ich habe jetzt noch nie gesehen. Also nie in dieser Größe. Eine coole Sache. Abfahrt, aber kein Sonnengegenwind, ich muss sogar runtertreten. Ja, es ist so wunderschön, aber kalt, windig, aber ich werde auch das noch schaffen. Gut. Gar nicht viel und dann fahre ich im Schnee. Aber Gott sei Dank gehen die wieder hinten runter, damit sie da die Kurve nachgehen. So schwer sind gar ein bisschen extrem. Aber jetzt ist es offiziell. Da ist jetzt ein Veloweg. Der erste, wo ich eigentlich seit langem gesehen. Komos Beach. Also ich gehe jetzt da Richtung Matala. Das ist etwa noch 2 Kilometer zu den berühmten Höhlen hin. Ja, die habe ich jetzt noch wieder gesehen. Und das mache ich als Tagesausflug. Ich gehe nachher wieder retour
auf Agia Galini. Dort habe ich meinen Stützpunkt. Auch wie Matala, Aro, Geisterstadt. Kein Mensch rum. So betraue ich mich halt Einbahn und Fahrverbot, Tafel da zum Gehen. Ja, ist immer wieder ein komisches Gefühl. Sollte ich eigentlich daran gewöhnt sein. So, da ist jetzt der Strand mit den berühmten Sandsteinhöhlen, wo eigentlich auch zumal durch die Bucht von Hippies da erobert worden sind. Da sind noch die letzten Züge. Keine Ahnung, aber sieht so aus. Ja, ich mache mich da mal ein bisschen richtig stramm führen. Und ja, tue das ausgestorbene Dörfli einmal näher erkunden. Nachher geht es Richtung Festos, dort wo die Geschichte von Kreta geschrieben worden ist. Und da bin ich jetzt auf der anderen Seite vom Strand. Und sehe jetzt da die wunderschönen Sandsteinhöhlen von Aachen. Aber alles ist zu. Alles. Gut, wie die Insel da draussen heisst, keine Ahnung. Wird ich aber noch herausfinden. Aber ich gehe jetzt mal nach Richtung Höhle zu. Ich werde mal ein bisschen mitnehmen bei den Höhlen hier. Jetzt da. Ups. Ein bisschen steinig. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, und ich da jetzt anschauen, was da alles rausgeschlagen haben. Hoffentlich sieht etwas. Ganze Räume mit Sitzbänken. Da hinten hat es noch mal etwas. Wenn man da wieder rausgeht, kann man vorstellen, was da eigentlich der ganze Hügel so ausgegraben worden ist. Aber zur wafferen Zeit, wie die Menschen da dort gelebt haben, kann ich im Moment nicht sagen. Es ist mal etwas anderes. Wie andere Ausgrabungen. Das lebt noch mehr oder weniger. Gut, ich nehme jetzt auch nicht alle 100 unter die Lupe. Wenn nicht, ich mache jetzt auch den Schluss und gehe richtig Festos. Ja, gleich noch als Abschluss. Das Velo am Strand habe ich glaube noch nie gezeigt. Gut, Festos erreicht. Mit dem wunderschönen Panorama. Jetzt stoßen. Mal schauen, was sich da hinter der Kiele da verbirgt. Hoffentlich tut mir verzeihen, wenn es wieder mal ein bisschen zu lang wird, wie immer. Ich bin nicht allein. Das wäre jetzt ein Ort, wo ich sehr gerne allein gewesen wäre. Gut. So, mit dem hätte ich eigentlich den Festos-Bau wieder beendet, bevor das angefangen hat. Ich wollte da nicht viel Video machen. Ja, ich gehe wieder retour auf Agia Galini und ja, genieße dort noch den Rest vom Tag. Ja, ich habe soeben Agia Galini verlassen.
genauer gesagt eine stürmische. Ich mache mich jetzt hier als Etappenziel Nummer 2 der Irakylon Kreta für den Abschluss. Haben wir da ein bisschen anders vorgestellt, als ich das letzte Mal melde. Also dann habe ich etwa 1200 Kilometer gemacht auf die Insel Kreta. Und ich hoffe, die Sonne tut mich noch ein bisschen begleiten, der Wind nimmt ab. Und sonst wird es eine echt mühsame Fahrt. Gut, also ich melde mich nochmal. Ein Drittel habe ich jetzt schon. Ich habe jetzt hier ein bisschen meinen geschützten Platz gesucht. Winden tut es jetzt eigentlich nicht so, aber gleich. Ich bin da. Ich gehe jetzt hier eigentlich die Hauptstraße Richtung Irakylon hoch. Zuerst wollte ich hier die Nebenstraße machen, aber da ist jetzt mir mit dem Wind und so ein bisschen zu gefährlich gewesen, abseits. Und der Verkehr ist mäßig, also es geht eigentlich sehr gut. Und wie ihr seht, die Sonne scheint immer noch, der Wind hat abgeflacht. Ist jetzt eigentlich gut zum Fahren. Und ja, jetzt habe ich noch etwa 40 Kilometer zum Fahren. Ja, und dann bin ich dort. Gut, ich melde mich wieder unterwegs. Jetzt bin ich da knapp 400 Meter. Halb 12, 40 Kilometer habe ich es gemacht. Und da sieht man eigentlich da oben, wie jetzt die Lastwagen vorbeifährt. Das ist der Pass, das sind die letzten 150 Meter. Und danach kann es jetzt absiegen. Ja, sehr wahrscheinlich muss ich wieder treten. Aber ja, einfach vorsichtig tun. Ja, da ist jetzt ein wunderbarer Punkt, ich mal zeigen, wo ich da durchgefahren bin. Nämlich genau so. Da ist Süden, respektive ja, mühsame Sache. Der Wind, der nervt, der Verkehr geht. Gut, ich bin jetzt auf 620 Meter oben, ich habe noch 30 Meter. Aber da ist es schön windstill und eine super Aussicht. Passhöhe ist erreicht. Umgezogen bin ich. Ich habe jetzt den Regenschutz voll zugemacht. Fenster angezogen. So, jetzt geht es dann Richtung Null. Ich muss morgen dort tun. Irakylon erreicht. Das habe ich zum 3. Mal wieder. Also, ich fühle mich da nur durch das Gefühl, genau. Und ja, ich gehe ins Hotel. Ja. Irgendwann später mache ich dann noch das Video. Ich hoffe, es kommt gut raus. Zwar nicht für die grosse Allgemeinheit, sonst hätte ich es auf Englisch müssen machen und nicht auf Schweizerdeutsch. Aber es ist ja für mich auch ein Tagebuch. Und wenn ihr auch noch Freude daran habt, dann umso besser. Also mit den Worten mache ich jetzt Schluss. Wenn es euch gefallen hat, Daumen gegen Uhr. Ja, haben wir noch Gelegenheit, durch die Stadt durchzufahren. Nicht nur drüber jetzt laufen.